Diese wunderbare Schneekugel gehört leider nicht mir, sondern meiner Tochter, die sie mal vor einigen Jahren von einer ganz bezaubernden Frau geschenkt bekommen hat. Und was die Schneekugel bzw. der Schnee, den wir darin sehen, mit unserem heutigen Rezept zu tun hat, das erzähle ich euch gleich. Für mich ist Schnee allerdings etwas, was ich total mit dem Winter verbinde. Ich kann mich daran erinnern, dass ich früher mit meinem Bruder Iglus gebaut habe, Schlitten gefahren bin, Ski gefahren bin. Und ja, leider können wir das ja heutzutage nicht mehr so ganz unseren Kindern bieten, je nachdem, wo wir natürlich wohnen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch heute 2 Dinge miteinander kombinieren, die wir mit wunderbaren Gefühlen verbinden. Nämlich einmal Schnee und einmal Schokolade. Und wie das zusammenpasst, das zeige ich euch gleich. Für unsere herunterrieselnde Schokoschneeflocke benötigen wir einmal einen Schokoladenaufstrich. In meinem Fall ist er vegan, zuckerfrei und palmölfrei. Dann benötigen wir etwas Milch. In meinem Fall ist das Hafermilch. Dann benötigen wir Puderzucker, in meinem Fall Biopuderzucker. Und wir benötigen 2 Blätterteigrollen. In meinem Fall ist das eine Bio-Dinkel-Blätterteigrolle. Und last but not least brauchen wir auch noch diese kleine Sternausstecherform. Interessantes Wort. Im ersten Schritt rollen wir jetzt erstmal beide Blätterteige auseinander. Da hätten wir den einen Blätterteig. Und dann rollen wir auch schon gleich den zweiten Blätterteig auseinander. Und nun nehmen wir uns einen Teller und legen den Teller genau so auf unsere Teigplatte drauf. Als nächstes nehmen wir uns ein Messer und fahren genau am Teller entlang. Einmal so und einmal so. Genauso wollen wir es haben. Dann entfernen wir den überschüssigen Teig. Und jetzt kommt die Schokoladencreme in den Einsatz. Falls die Schokoladencreme zu fest ist, dann könnt ihr die natürlich auch gerne über einem Wasserbad noch mal schmelzen. Und dann verteilen wir das schön. Darf gerne noch ein bisschen mehr sein. Ich gehe immer ganz kurz vor den Rand und dann höre ich auf, damit mir das Ganze nicht an den Seiten herausfließt. Nun kommt die zweite Teigschicht, mit der wir genauso wie bei der ersten vorgehen. Die übrig gebliebenen Teigreste können wir dann später auch für die Ausstechform verwenden. Aber jetzt geht es erstmal um den Hauptdarsteller, nämlich um unsere Schneeflocke. Bevor wir jetzt hier mit unseren beiden Köstlichkeiten weitermachen, stelle ich schon mal den Ofen ein auf 160 Grad Umluft. Im nächsten Schritt nehmen wir diese Teigplatte und legen sie direkt auf unseren Kreis drauf. So. Jetzt wird's lustig. Als nächstes nehmen wir eine Tasse und setzen die mittig auf unsere kreisrunden Blätterteige drauf. Drücken nur ein bisschen ein. Entfernen diese und setzen direkt im Anschluss den Stern hier drauf. Diesen können wir tatsächlich ein bisschen fester hineindrücken. Und dann sieht das Ganze so aus. Also hier auch nochmal zur Erklärung, der Stern ist nicht komplett durchgestochen. Das ist mehr oder minder wie ein Sternabdruck. Nun beginnen wir mit dem Messer bis zum Kreis den Teig einzuschneiden. Und zwar nun wirklich durchschneiden.
So verfahren wir die ganze Zeit. Wichtig ist, dass die ungefähr den gleichen Abstand haben. Ich finde, dass das jetzt schon total hübsch aussieht. Jetzt zwirbeln wir die Enden hier, und zwar vom Anfang her, wenn möglich, einfach ein. Und an den Enden verschließen wir sie dann. So verfahren wir jetzt wieder mit allen Teigsträngen. Es ist auch nicht schlimm, wenn man hier unregelmäßig arbeitet, sprich wenn man sie mal nur 2- oder 3-mal drehen kann. Das tut dem Ganzen optisch auch keinen Abbruch. Schon beim Zubereiten strömt einem dieser leckere Schokoladenduft permanent in die Nase. Einfach herrlich. So, wir neigen uns dem Ende. Das Ganze wird jetzt noch mit Milch eingestrichen und dann geht schon in den Backofen. Ich habe ja vorhin gesagt, aus den übrig gebliebenen Teigblättern kann man natürlich auch noch andere Dinge machen. So zum Beispiel habe ich mir jetzt gerade eben noch mal einen Stern ausgestochen und den setze ich jetzt genau mittig auf meine Schneeflocke. Jetzt bekommt meine Schneeflocke noch einen Milchmantel an und dann geht es schon ab in den Ofen. Meine Schneeflocke ist jetzt nun bereit, in den Ofen zu gehen, und natürlich kann man hier an dieser Stelle auch noch weihnachtliche Gewürze wie Zimt oder ein bisschen Kardamom drüber geben. In meinem Fall lasse ich es jetzt aber tatsächlich heute einfach mal so. Unsere Schneeflocke bleibt jetzt für ungefähr 15 bis 20 Minuten in dem Ofen. Allerdings, da jeder Ofen ja anders heizt, ist es wirklich wichtig, immer dabei zu bleiben bzw. immer ein Auge darauf zu haben, speziell bei Blätterteig. Und dann können wir uns gleich auf dieses wunderbare Ergebnis freuen. Dann holen wir unsere Schneeflocke mal raus. Oh ja, die sieht hervorragend aus. Ja, da freue ich mich. Und jetzt kommt das Schneegestöber. Jetzt nehmen wir unseren Puderzucker und lassen es schneien. Und jetzt geht's ans Probieren. Einfach rausdrehen. Warm, knusprig, schokoladig. Seelen essen. Unbedingt nachmachen. Man sagt ja nicht umsonst, Schneeflocken seien Küsse des Himmels. In diesem Sinn, viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.